Das hört sich nach Donner an. Scheiße. Also lieber schnell ab ins Haus, bevor es richtig anfängt. In den nächsten Tagen führt mich Sasi zu den schönsten Wasserfällen der Umgebung. Zeigt mir frische Quellen und wo es das beste Zuckerrohr gibt. Sasi bringt mir bei, wie man eine Yam ausgräbt, ohne sie kaputt zu machen. So we can't die for hunger. Always have food around. Wie man eine Kokosnuss aufschlägt, ohne sich die Hand aufzuschneiden. Slowly and with time. Und er erklärt mir, was wir von den Pflanzen lernen können. Und noch? Wine. Give you energy, make you strong, make you think positive, make you get wise, get knowledge, loving, care. We're getting knowledge from eating plants. From eating, yeah! That's where you get knowledge from. If you don't eat plant, where you gonna get Oh, knowledge? let me get some more. If you don't eat plant, you cannot get knowledge. Because This what? is sweet mint, right? Yeah, because this is from the earth, and the plant is from the earth. All the knowledge and the wisdom and the understanding and the love and the care come from the earth. Immer wieder erzählt Sasi von einem äthiopischen König namens Haile Selassie, dem religiösen Oberhaupt der Rastafari-Gemeinschaft. Rastafari, holy money, holy King Selassie, Haile Selassie. Auf meiner Weiterreise möchte ich wissen, was die Rastafaris mit ihm zu tun haben. I will love and respect and honor. Love and respect. Yeah, man, just take care and do what you can do for others and yourself, yes, sir. I'm gonna take care, and you also take care, See yeah? you take man, I just last year I live in a man. Haile Selassie, it was a pleasure to meet you. Yes, man, it's a pleasure, man, and a joy, man, and a blessing. Mitten in den Blue Mountains soll es einen Tempel geben, in dem die Religion gepredigt wird. Der Weg dorthin ist nicht leicht zu finden. Irish town this way? Red light. Red lights? That way. Alright, thank you. Oh Gott. Da geht's runter. Jo. Got it. Dann die Katastrophe. Es sind die letzten Aufnahmen, die ich hier mit meiner Helmkamera machen kann. Ein Mann zwingt mich zum Anhalten, schreit auf mich ein, sagt, ich sei ein weißer Teufel. Ich knie auf dem Boden, um meine Kamera zu verstauen. Der fremde Mann aber steht über mir. In seiner Hand hält er einen großen, massiven Stein. Ich denke, das war's. Glücklicherweise entkomme ich unversehrt und frage mich, was eigentlich los war. Das kollektive Trauma der Kolonialzeit scheint sehr tief zu sitzen, vor allem hier in der ländlicheren Gegend. Und ich kann es ihnen auch nicht verübeln, trotzdem war das gerade einfach eine heftige Situation. Es ist wohl das Erbe von über 300 Jahren britischer Kolonialzeit. Etwa 1 Million versklavte Menschen aus Afrika wurden nach Jamaika verkauft und leisteten Zwangsarbeit auf Zuckerrohrplantagen. Die weißen Teufel waren weiße Europäer. Der Regen ist vorbei, irgendwo da hinten läuft Buffalo Soldier von Bob Marley und es gibt eine wunderschöne Aussicht hinter mir. Also alles wieder gut. Ich möchte mich auch gar nicht so runterziehen lassen von so scheinbar negativen Erlebnissen. Ich sehe es nämlich gar nicht so negativ, auch wenn ich mega Schiss hatte vorhin. Weil irgendwie schärft es meine Sinne. Und ich frage mich, warum war dieser Mann so wütend auf mich? Was zur Folge hat, dass ich mich noch intensiver mit der kolonialen Vergangenheit Jamaikas auseinandersetzen möchte. Aber jetzt geht es erstmal um ein ganz anderes Thema.
Ich möchte den Priester treffen und ihn all meine Fragen zum Rastafari-Glauben stellen. Und er wohnt scheinbar irgendwo ganz da oben auf dem Berg. Puh, ganz schön viele Stufen. Der Priester, von dem Sasi erzählte, hat eine Rastafari-Gemeinde namens School of Vision gegründet. Das Rasta-Camp liegt weit oben auf einem Berg. Mein Moped lasse ich deshalb am Fuße des Berges zurück. Unter den Rastafaris gibt es verschiedene Strömungen. Die 3 wesentlichen sind Bobo Ashanti, 12 Tribes of Israel und Nyabingi. Die 150 Anhänger der School of Vision Gemeinde zählen sich zu den Nyabingi. Sie leben ihren Glauben seit 25 Jahren friedlich abseits der Gesellschaft auf diesem Berg aus. Hallo. Da der Priester nicht da ist, warte ich auf seine Tochter Tashia. Das jamaikanische Soon Come geht gleich los, kann alles zwischen 1 Minute und mehreren Stunden bedeuten. Somebody coming? Okay. Okay, my name is Tashay and you're welcome, Samuel, so just follow me. So this is our tabernacle, otherwise known as a temple. Okay, you call it tabernacle. Yes, we call it tabernacle. So this is our holy place of worshiping and praying. When a woman comes into the house of prayer, her ear should be covered. Is it written in the Bible? It is written in the Bible. We live by the Bible, which is the same Bible that is used of the Christian faith. Both Testaments? Old and new. Okay. All right. Let me get off my shoes. Okay, no problem, and I'll take off mine as well. Okay, welcome. So this is a place where we keep the Sabbath. And that's the day, of course, that you meet the priest. So follow me around. So this is what we refer to as the fire key, and this is where we offer up sacrament. And one of our main sacraments is the marijuana plant. We offer up the marijuana plant to His Imperial Majesty Emperor Haile Selassie I, who is our God and Savior. Haile Selassie, das ist er also. In diesem äthiopischen König aus den 1920er Jahren sehen die Rastas eine zweite Wiederkehr von Jesus Christus. Bevor Haile Selassie König wurde, hieß er schlicht Ras Tafari. Jetzt macht es auch bei mir Klick. Can you tell me though what these UFOs are all about? Alright, to the world, they call them UFOs or even spaceships. But we, the Rastafarians in the Blue Mountains, know that they are not called spaceships or UFO. In fact, these are called in proper chariots. And it's written in the Bible that there are 20,000 of these. These were not created by man, but by God. So these are in fact celestial ships. UFO-Sichtungen kommen mir häufiger vor, erzählt mir Tashia. Sie seien von Gott gesandt. Die Rastafaris interpretieren die Bibel auf ihre Weise. Man nennt diese Lehre auch Rastology. Ich gebe zu, skeptisch bin ich schon, aber auch neugierig. So wohne ich hier in den Bergen. Es ist etwas dunkel, weil es gibt nur nachts für ein paar Stunden Strom vom Dieselgenerator. Ansonsten hört man den Regen aufs Dach prasseln. Hier sogar mit Bad. Da regnet es allerdings ab und zu durch. Aber überm Bett ist es trocken und gemütlich. Nur nachts muss man eine Jacke anziehen, weil sonst ist es etwas zu kalt. Mit dem Sonnenuntergang am Freitag beginnt der Sabbat. Er dauert 24 Stunden. Endlich treffe ich den Priester, Dermot Fagan. Hello, Priest Dermot. Good to meet you. Yes, ma'am. What is it that you have in this bag? Well, actually, these are my books, the Bible and other books. And this here is for the burnt offering. An herb that they call ganja. Yeah, fully organic, no fertilizer. And yes, it is time for the worship and the praise. Right? Then let's go. Auf Jamaika ist es übrigens völlig legal, bis zu 57 Gramm Ganja, also Marihuana, bei sich zu führen. Priester Dermot predigt vor allem vom Tag des jüngsten Gerichts. Und er hat ziemlich genaue Vorstellungen davon, wie es zu dieser Endzeit kommen wird.
Terrible days are ahead. The Illuminati will unleash the microchip for implantation. But what they will not tell you that it is your sign of world enslavement trapped by the GPS, global position satellite, and the supercomputer. The Illuminati will have control over you without you joining them. Dark days are ahead. Er verbreitet eine bekannte Verschwörungserzählung. Danach soll ein menschliches Mikrochip-Implantat die Welt ins Chaos stürzen. Auch wenn ich anderer Meinung bin, höre ich ihm zu. The mark of the beast, the mark is a microchip. If you are not marked, no house, no car, no bank, no money, nothing will you have in the days that are around the corner. This will be the antidote. God, the heavens will open and he will come. Read your Bible. Revelation 1, verse 14 and 15 descriptively said... Jede Rastergemeinde legt die Bibel etwas anders aus. Priester Dermots Interpretation ist somit nur eine von vielen. Yeah! Let us worship. Come, let us bow down. Come, let us praise the Almighty God. No. Eigentlich sind sich die verschiedenen Rastafari-Strömungen einig, lese ich später nach. Alle erkennen Haile Selassie als ihren Messias an. Sie lehnen das westliche Wertesystem und Homosexualität ab. Sie kämpfen für die Gleichberechtigung der schwarzen Bevölkerung. Und sie rauchen jede Menge Gras. Ich bin hier im Nordosten ins Hinterland gefahren und dann in die Berge zu der Rastafari-Gemeinde. Und als nächstes geht es diese Straße entlang wieder zur Nordseite der Insel. Nach einigen Tagen bei den Rastas komme ich zurück an die Stelle, an der ich mein Motorrad abgestellt und sicher abgeschlossen hatte. Dachte ich zumindest. Das ist gerade nur schwer zu glauben, aber mein Motorrad wurde geklaut. Alter, ich hatte noch so viel vor. Ich hatte noch so viel vor mit dem Bike. That's my way of picking a coconut.